Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexander und ich mache heute eine Radtour von Naxos Stadt über Potamiya nach Chalki. Und wie es von da aus weitergeht, weiß ich noch nicht, aber wenn ihr dran bleibt, dann werdet ihr es sehen. Ich habe mir am späten Vormittag dieses Fahrrad in Naxos Stadt gemietet. Und zwar bei Naxos Bikes.com. Den Link findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Der Laden ist in der Nähe der Kathedrale. Ja, wie gesagt, ich bin in Naxos Stadt gestartet und wollte eigentlich hier diese Straße, die ich gestern noch mit dem Bus hochgefahren bin, zum Dimitri-Tempel. Habe dann aber hier die Abzweigung verpasst und bin dann hier so nach Potamiya gefahren. Bin jetzt kurz vor Chalki. Ich denke mal, dass ich dann jetzt hier weiterfahren werde und dann zum Dimitri-Tempel. Dann schaue ich mal, ob ich noch hier zu den Stränden fahre. Das war bisher eine sehr schöne Tour und wie die verlaufen ist, das seht ihr jetzt. So, ich fahre jetzt Richtung Potamiya und von dort aus nach Chalki, aber nicht die Strecke, die ich gestern mit dem Bus gefahren bin, sondern eine andere Strecke. Die Strecke, die ich mit dem Bus gefahren bin, fahre ich nachher ein Stück wieder runter. Ja, und das ist der Blick in der Richtung Meer. Ja, hier haben wir mal einen Ausblick auf den Steinbruch. Das ist ein wichtiger Wirtschaftszweig auf Naxos. So, die Steigungen waren bis jetzt recht moderat, aber jetzt geht es langsam bergan. Aber bisher kein Problem mit diesem Fahrrad, das ist wirklich gut. Überall findet man diese kleinen weißen Kapellen und ich glaube, die sind von Seefahrern gestiftet, wenn sie aus Seenot gerettet wurden. So, das erste Etappenziel ist erreicht, aber Potamiya sind 2 Ortsteile. Vom zweiten aus geht es dann richtig bergan hoch nach Chalki. Ja, das ist die Landschaft, in der wir uns hier bewegen. Und ich bin natürlich in der dicksten Mittagshitze losgefahren. Sehr schlau. Diese Straße ist zwar steiler als die Hauptstraße nach Chalki, aber sie ist sehr viel weniger verkehrsreich. Das ist sehr gut. Obwohl die Griechen hier auf Naxos auch relativ rücksichtsvoll fahren. Es wird nicht in Kurven überholt und so weiter. Das ist schon mal sehr angenehm. Ja, das ist jetzt der Ortseingang von Potamiya. Da geht's hoch. Dann ganz da oben. Ich hoffe, das ist dann der Pass runter nach Chalki. Ja, das ging ganz schön bergan bis hierhin, aber gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Mal sehen, wie es weitergeht. Der Pass ist nicht mehr ganz so weit, glaube ich. Ich habe mir jetzt jedenfalls kurz mal ein schattiges Plätzchen zum Ausruhen gesucht. Gleich geht's weiter. So, geschafft, war wirklich gar nicht so schlimm. Muss einfach nur in den kleinsten Gang schalten und dann ganz langsam hier hochradeln. Aber es fordert einen doch schon ein bisschen. Ja, da unten habe ich eben gestanden und hier rauf gefilmt. Bin ich da die Straße lang gefahren. Da hinten hat es eine große Kurve gemacht und ein paar Serpentinen und jetzt bin ich oben. Ja, hier nochmal mein Fahrrad. Also ganz oben scheine ich doch noch nicht zu sein. Aber ich hoffe, es geht jetzt keinen steilen Serpentinen mehr hoch, sondern da hinten irgendwo runter dann. Ja, das ist wunderschön hier oben. Also die Sonne scheint jetzt gerade so auf diesen Makia, diesen niedrigen Sträucher und das duftet ganz herrlich. Es ist ein wunderschöner Tag heute und ich bin froh, dass ich die Radtour gemacht habe. Und wie ruhig das hier oben ist. So, ich bin jetzt inzwischen durch Chalki durch. Von dort habe ich ja gestern meine Wanderung gestartet. Das Video verlinke ich euch hier links oben in der Infobox. Und jetzt werde ich versuchen, den Dimitri-Tempel zu finden. Mal sehen, ob ich die Abzweigung erwische. Ja, so sieht die Landschaft jetzt hier oben aus. Ja, das da oben müsste ein venezianischer Wehrturm sein. Ja, jetzt hatte ich hier gerade eine ganz tolle Abfahrt mit warmem Wind, der mir entgegengeweht ist. Und der bringt dann den Duft der Blumen und von dem Makia mit. Das ist ganz toll. Ja, und da oben irgendwo bin ich vorhin herumgeradelt. So, jetzt habe ich schon mal die Straße gefunden, wo ein Schild stand, Tempel des Dimitri in diese Richtung.
aber er ist noch nicht in Sicht. Da ist noch ein Schild für eine frühchristliche Kirche, aber das geht den Berg runter und was man runterfährt, muss man nachher auch wieder rauf. Das spare ich mir, glaube ich. Jetzt bin ich hier in so einem typischen griechischen Bergdörfchen gelandet. Man hat diese Aussicht. Ja, das ist, womit wir momentan arbeiten. Also es geht jetzt mindestens 2 Kilometer bergab zu dem Tempel. Die muss ich nachher wieder hoch. Aber naja, ich hoffe, es lohnt sich. So, ich glaube, da drüben steht da und es steht tatsächlich noch was. Also es ist nicht nur ein Trümmerhaufen. Aber ich fahre nicht darüber, das ist mir zu weit. Das, was ich jetzt wieder rauffahren muss, ist schon anstrengend genug. Es gibt nämlich nur die eine Straße, die man hier hinfahren kann und dann noch wieder zurück muss. So, jetzt bin ich wieder oben, war gar nicht so schlimm. Das Fahrrad ist wirklich super gut, ist leichtgängig und das macht richtig Spaß damit zu fahren. Ich glaube, sowas muss ich mir auch noch für zu Hause holen. Mein Mountainbike, das ist viel zu schwer. So, ich hoffe, dass das jetzt die Straße runter zu den Stränden ist. So, da unten kann man jetzt das Meer liegen sehen. Ich bin schon mal bis dahin gelaufen. Bin aber nicht über diesen Berg rüber und wollte jetzt gerne an die Strände, die nach Süden hingehen, also die vom Nordwind geschützt sind. Ja, die Windmühlen haben auch schon bessere Tage gesehen. So, ich bin inzwischen in Agios Anna angekommen. Hat eine tolle Abfahrt hier runter. Und hier ist es jetzt wirklich toll. Also, das Wasser ist glasklar. Der Strand scheint endlos lang und das Wasser ist auch ganz ruhig. Also die Buchten gehen hier nach Süden und so sind sie gegen den Nordwind geschützt. Hier gibt es auch einen Bootsanleger und da scheint gerade ein Fischerboot angelegt zu haben. Und die Restaurants holen sich jetzt gerade den Fisch ab. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich glaube, hier könnte man, wenn man wollte, sehr schön Strandurlaub machen. Ja, hinter mir sieht man jetzt Naxos Stadt. Ich bin also fast am Ziel und ich muss sagen, es war eine wunderbare und tolle Radtour. Sehr abwechslungsreich, aber auch sehr herausfordernd. Aber ich kann sie jedem empfehlen, der fit ist. Mit dem Fahrrad kann man die Insel ganz anders erleben als vom Auto aus. Allein schon, dass man die Gerüche wahrnehmen kann, dass man überall anhalten kann, wo man will und auch sehr viel mehr sehen kann damit. Ja, wenn euch die Tour genauso gut gefallen hat wie mir, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!